Gut 100 Jahre ist es her, seitdem der Kaiser einst verschwand, aber die Krone ist zurück in einem neuen Gewand. Erst schien sie unendlich weit weg, doch jetzt beherrscht sie alles hier. Optik, Massageball und Name mexikanisches Bier. Wegen Corona hält die ganze Welt plötzlich den Atem an. Die Straßen leer, die Leute sind daheim unter privaten Bandschulen und leben dicht am Spielplatz, keine Kinder mehr am Toben. Selbst die Grenzen zu Olympia und EM verschoben. Es wurde das Unheil unterschätzt, es geht es drunter und drüber. Der Erdball zieht sich eine selbstgenähte Atemmaske über. Mancher Staatsmann spricht vom Krieg, denn er den Virus deklariert. Es werden weltweit Deutsche teils durch die Armee evakuiert. Und selbst die Grünen machen Statements, die die Polizeistadt klingen. Quarantäne und Kontaktverbote sollen das vorwärts bringen dieses unsichtbaren Feindes, welcher anderswo so wütet. Mindestens verzögern, weil es zu spät ist, dass man ihn verhütet. Manche finden das zu krass, schön wäre es, wenn sie Recht behalten. Doch die Lebensgefahr trifft vor allem die Schwachen und die Alten. Sie zu schützen wird für uns ein Marathon statt einem Sprint und ist eine Grundsatzfrage, an der sich entscheidet, wer wir sind. Bremsen wir den Todestanz, Hygiene und Sozialdistanz. Bremsen wir den Todestanz, Hygiene und Sozialdistanz. Bremsen wir den Todestanz, Hygiene und Sozialdistanz. Und wir danken allen, die im Supermarkt verkaufen, den Ärzten, ihr haltet den Laden am Laufen, den Forscherinnen, Lasterfahrern und den Virologen, allen, die nicht hamstern gehen mit ausgefahrenen Ellenbogen. Wir danken allen, die jetzt Atemmasken nähen, die Abstand halten und für andere einkaufen gehen. Wir danken Kinderhütern, Ärztehelfern, guten Journalisten, Politikern, Postbeamten, Pflegekräften, Polizisten. Mancher meint, nun schlügt die Stunde der weltweiten Autokraten, die auf dicke Hose machen, aber es bleibt abzuwarten, ob die nicht die Krise nutzen und in letzter Konsequenz den Big Brother Staat errichten und ob nicht doch Transparenz und Offenheit die besseren Mittel sind, die Not zu überwinden. Aber dafür kommt es drauf an, dass sich genügend Leute finden, die jetzt ordentlich mit anpacken, wo man sie dringend braucht, während die anderen zu Hause bleiben, wenn's auch tierisch schlau. Jetzt ist Verantwortung gefragt, heißt Führung und Charakter zeigen. Tja, das demaskiert den Populisten Sprüche, Klopfereien. Doch es wird ein Test für die Demokratie und die Gesellschaft, dass sie nicht nur labert, sondern gute Lösungen noch schnell schafft. Mensch ist wichtiger als Wirtschaft, doch braucht Solidarität. Doch in Europa, da lief's langsam an und kam schon fast zu spät. Jetzt stellen Hilfspakete sicher, dass wir's dringend braucht, doch Geld kriegt. Mutti meint, das sei die größte Challenge seit dem Zweiten Weltkrieg. Damit bist doch du gefragt, dass die Corona-Partys machen. Guck nicht nur Netflix, sondern ruf auch mal bei deiner Oma an. Statt nur Toilettenpapier-Memes zu schicken, frag den alten Mann von nebenan, ob man ihm nicht vielleicht beim Einkauf helfen kann. Bremsen wir den Todestanz, Hygiene und Sozialdistanz. Bremsen wir den Todestanz, Hygiene und Sozialdistanz. Bremsen wir den Todestanz, Hygiene und Sozialdistanz. Und wir danken allen, die im Supermarkt verkaufen, den Ärzten, ihr haltet den Laden am Laufen, den Forscherinnen, Lasterfahrern und den Virologen, allen, die nicht hamstern gehen mit ausgefahrenen Ellenbogen. Wir danken allen, die jetzt Atemmasken nähen, die Abstand halten und für andere einkaufen gehen. Wir danken Kinderhütern, Ärztehelfern, guten Journalisten, Politikern, Postbeamten, Pflegekräften, Polizisten. Die Geschichte hält grad still und läuft doch zeitgleich im Zeitraffer. Wird die Krise nur verheeren oder auch zu einem Erschaffer? Die Welt vor Corona ist passé, es wird sich vieles ändern. Hier daheim in der EU und im Kontakt zu anderen Ländern. Macht vielleicht eine Dienstpflicht, dass wir den Krisenfall trainieren. Und Soldaten, Sandis kann man dann, wenn's brennt, reaktivieren. Wie wollen wir in Zukunft vorsorgen? Es kommt der nächste Knall, sei es Pandemie, Reaktorunglück oder großer Stromausfall. Ist eine Entschleunigung der Welt nicht nötig, auch für Klimafragen gilt es, Schlüsselindustrien in die EU zurückzutragen. Und braucht Brüssel für den Katastrophenschutz mehr Kompetenzen? Gibt's nicht bessere Krisenpläne als den Shutdown unserer Grenzen? Und wird Covid durch eine Krise für den Euroraum begleitet? Sind wir darauf und auf Ähnliches nur halbwegs vorbereitet? Kann es Anstoß geben, dass wir nicht nur digitalisieren, sondern was das konkret heißt, mal als Gesellschaft diskutieren? Und vor allem lernen wir manche Berufe mehr zu schätzen. In der Krise haben wir gesehen, man kann sie nicht ersetzen. Das verdient Respekt und gut, dass sie auch besser zu entlohnen. Darum 1000 Dank, ihr seid die Corona entthronen. Und wir danken allen, die im Supermarkt verkaufen, den Ärzten, ihr haltet den Laden am Laufen, den Forscherinnen, Lasterfahrern und den Virologen, allen, die nicht hamstern gehen mit ausgefahrenen Ellenbogen. Wir danken allen, die jetzt Atemmasken nähen, die Abstand halten und für andere einkaufen